Hallo liebe Schmuckfreunde, willkommen zurück auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Heute habe ich etwas Besonderes für euch. Ich zeige Trifari-Schmuck, der in den 50er Jahren entworfen wurde. Die 50er Jahre sind die Glanzzeit des Modeschmucks, denn ohne Schmuck verließ keine Frau das Haus und Trifari ist der beste Vertreter dieser Ära. Das Jahrzehnt fängt an mit einer Erfindung von Trifari. Das Trifanium ist eine Metalllegierung, die sich besonders gut vergolden oder rodinieren ließ. Trifari ist bekannt für seine vielen Innovationen und hier sieht man, wie toll und glanzreich das Jahrzehnt für Trifari angefangen hat. An diesen Halsketten sieht man auch die besonders schöne Verwendung von Baguettesteinen und Strasssteinen in Kombination miteinander und man verwandte auch vergoldete und rodinierte Teile in einem Schmuckstück. Hier, diese Ohrclips habe ich extra rausgesucht, die haben noch das Design der 40er Jahre. Es gibt ja eben Übergänge von einem Jahrzehnt ins nächste und diese Flügel, die klobigen Flügel, sind noch ein Design aus den 40ern gemacht in den 50er Jahre mit dieser Erfindung, das Trifanium. Hier eine besonders schöne Halskette, ein Favorit von mir. Diese Herzkette ist auch von 1950 und ist, finde ich, besonders feminin und fein und zeitlos designt. Das Herz ist ja immer wieder ein sehr beliebtes Designelement und hier haben wir nochmal Ohrclips Ende der 50er Jahre, wo sogar der Kristall in der Mitte in Herzform geschliffen ist. Eine Modeerscheinung der 50er Jahre ist der weiße Schmuck. Dieser weiße Schmuck kam in jedem Jahrzehnt wieder neu auf. Und hier diese Halskette, auf die bin ich auch besonders stolz, weil das ein sehr seltener Fund ist. Diese Blütenblätter sind in Kunststoffformen gegossen und auch die einzelnen Nietenteile sind ganz besonders ausgeformt. Und hier kommt noch eine Halskette mit diesen weißen Kunststoffelementen. Also die ist auch besonders anschmiegsam und die Qualität Trifaris war auch schon in den 50er Jahren sehr hochwertig. Es war eine der teuersten Modeschmuckmarken damals. Hier haben wir ein ganz tolles Beispiel aus diesem tollen Jahrzehnt. Die Ohrringe haben tropische Blüten als Motiv und sind weiß emailliert. Dieser weiße Schmuck setzt sich besonders schön ab auf dunklen Stoffen und ja, auch wie heute weiße Kleidung, weißer Schmuck ist sehr auffällig und wirkt sehr edel. Und diese Ohrringe erinnern mich an Italien. Schöne verspielte Hänger. Und hier haben wir noch ein Armband. Das setzt sich zusammen aus emaillierten Blättern und die Perlen sind aus Kunststoff gegossen wieder. Die Rückseite ist vergoldet. Also sehr fein und feminin im typischen 50er Jahre Design. Hier ein Armband. Das ist auch aus den Anfängen der 50er Jahre. Besonders schöne Strasssteine wurden verwandt von Trifari. Und hier sieht man besonders gut die Verwendung verschiedener Strasssteine, die zu einer Sternform zusammengefügt wurden. Hier, die sind auch sehr berühmt. Sie gehören zu der Kollektion genannt Die verbotene Frucht, der kleine Apfel, der mit Baguettesteinen besetzt wurde. In diesem Armband sieht man die sehr hochwertigen Strasssteine. Diese Steine wurden aus Europa importiert und waren von höchster Qualität.
Der beliebteste Schmuck in den 50er Jahren überhaupt waren Perlenketten und Perlenbroschen, Perlenohrringe. Die Perlenketten waren recht eng um den Hals und die passenden Ohrringe dazu waren eher schlichter Natur. Man hatte damals keine Ohrlöcher und es waren immer Clips. Ich habe ein sehr schönes Foto von Grace Kelly gefunden von 1955 und möchte das hier einblenden, damit ihr das beste Beispiel seht, wie dieser Schmuck getragen wurde. Hier ein besonders tolles feminines Beispiel an Halskette mit den vergoldeten Schleifen, die aneinandergereiht wurden. Und noch eine Halskette, noch eine Innovation von Trifari, die in den 50er Jahren begann. Man vergoldete den Schmuck matt und bürstete ihn und dadurch entstand eben auch eine neue Metalloberfläche, hier kombiniert mit Glanzelementen und matten Elementen. Und diese Ohrclips hier, die tollen matten Schleifen, sind sogar vor 1955 entstanden. So innovativ war Trifari und hatte diese matte Oberfläche eben schon zu so einem frühen Zeitpunkt gemacht. Hier eine Brosche, die zeigt, wie innovativ man Steine einsetzte, also Baguette-Steine mit klassischen Kristallen und Perlen, kombiniert auf vergoldetem Grund. Hier die Ohrclips, ebenfalls mit graduierten Perlen. Und nochmal ein paar Ohrclips. Hier seht ihr auch die Perlen in verschiedensten Größen mit Mini-Strasssteinen verziert. Und hier meine Lieblingsohrringe aus der Kollektion Bouquet von 1958. Die Steine, die Blumen sind wieder gegossen aus Kunststoff. Die gab es in Türkis, in Koralle, in Gelb und in Weiß. Und noch eine Innovation, die Ende der 50er aufkam, das silberne Finish. Der Silberton ist sehr kühl und imitiert Platin. Und hier noch eine Brosche. Nachdem man sehr lange Goldschmuck getragen hatte, war Silber- oder Kupferschmuck etwas ganz Neues. Und hier, dieser Armreif, ist der nicht wunderschön designt wie ein Blatt, das sich ums Handgelenk legt. Ich finde den besonders toll und auch heute noch wirkt er modern. Hier noch ein tolles Trifari-Armband, was man sofort erkennt durch den Einsatz der Perlen, durch die geschwungenen Blattelemente und die kleinen funkelnden Strasssteine. Hier noch ein etwas schlichteres Armband. Und zu allerletzt kommt noch ein Favorit von mir, eine Brosche, die ich sehr, sehr schön finde von Trifari. Ja, so rum gehört sie. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben und lass mich in den Kommentaren wissen, welches Trifari-Stück dein Favorit ist. Vergiss nicht zu abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!